Einen wunderschönen guten Tag hier aus einem Studio. Wie ihr vielleicht schon hinter mir erkennen könnt, sieht man hier ganz viele Mercedes-Sterne. Und es handelt sich ja auch heute um ein brandneues Fahrzeug von Mercedes. Und zwar geht es um die brandneue C-Klasse. Einmal die Limousine und einmal das T-Modell. Ziehen wir erstmal die Car-Covers ab und dann dürft ihr euch erstmal einen ersten Eindruck verschaffen. Los geht's! Hinter mir haben wir einmal die Limousine und auf der anderen Seite das T-Modell, übrigens in einer neuen Farbe. Diese Farbe nennt sich Spektralblau und ist nochmal ein Tacken heller als das Brillantblau von Mercedes. Ja, fangen wir erstmal bei der Limousine hier an und schauen uns erstmal so das Äußere an, was hier so alles neu ist. Ja, wie bei schon anderen neuen Mercedes-Modellen ist auch hier mittlerweile die Front ein bisschen vorne spitz zulaufender geworden. Dann gibt's die schmaleren Scheinwerfer hier. Der hier hat übrigens das AMG Line-Paket. Dann sieht das Ganze auch nochmal ein bisschen sportlicher aus. Und wenn wir uns mal den Grill hier anschauen, dann sehen wir hier ganz viele kleine Mercedes-Sterne. Wie auch in der neuen S-Klasse gibt es auch hier optional das Digital Light, welches 1,3 Millionen Pixel hat. Sprich, das ist so hochauflösend. Diese können übrigens auch Bilder auf die Straße projizieren. Zum Beispiel, wenn man auf eine Baustelle zufährt, so als Warnsignal. Serienmäßig sind jetzt übrigens hier diese Power Domes oder ich sage auch diese Bumper hier auf der Motorhaube, die das Ganze auch nochmal sportlicher aussehen lassen, ein bisschen aggressiver. Der ganze Wagen wurde um 6,5 Zentimeter zum Vorgänger verlängert, ist jetzt also 4,75 Meter lang. Und das merkt man vor allem im Fond, wo dementsprechend jetzt auch für die Leute, die hinten sitzen, etwas mehr Platz ist. Und wenn man auch mal hier schaut, die Dachlinie ist so ein bisschen, die C-Säule wurde ein bisschen weiter nach hinten gesetzt, damit auch hier die Köpfe von den Leuten, die hinten sitzen, nach oben hin auch nochmal mehr Platz haben. Wenn man sich die anderen Mercedes-Modelle, die neu rausgekommen sind, schon mal angeschaut hat, dann konnte man auch hier schon fast erahnen, dass auch die Rückleuchten hier dementsprechend ähnlich aussehen werden. Also nach innen sehr spitz zulaufend. Optional gibt es auch hier wieder diese Mattlacke. Hier haben wir das Selenit-Grau Metallic drauf. Dann werfen wir mal einen kleinen Blick in den Kofferraum, welcher in der Limousine schon, wie ich finde, relativ groß ist. Das Kofferraumvolumen bei der Limousine beträgt 450 Liter, ist also gleich geblieben zum Vorgänger. Und damit switchen wir einmal rüber hier zum T-Modell. Hier ist das Kofferraumvolumen allerdings 30 Liter mehr geworden. Jetzt 490 Liter Kofferraumvolumen. Beide Modelle werden übrigens sowohl als Benziner als auch als Diesel rauskommen. Und zwar gibt es die entweder mit einem 48 Volt Startergenerator, welcher nochmal 15 Kilowatt leistet, oder beide Modelle als Plug-in-Hybrid. Mich als C-Klasse Coupé-Fahrerin hätte natürlich jetzt auch noch brennend das Coupé interessiert. Dieses steht allerdings hier heute genauso wie das Cabriolet noch nicht. Die Limousine hier hat zum Beispiel das Night-Paket. Das sieht man zum Beispiel daran, dass die Außenspiegelkappen in schwarz sind oder auch die Zierleisten hier. Allerdings... Ich glaube, das war es dann schon soweit mit dem Night-Paket. Wenn wir mal vorne schauen, beim Grill erkennt man das Night-Paket dann nur eben hier an diesem schwarz lackierten Teil dieser Zierleiste. Der Rest ist dann doch wieder sehr viel Chrom. Da mal so von mir als Feedback. Ich hätte es schön gefunden, wenn man das auch hätte schwarz konfigurieren können im Night-Paket. Wenn er kein Night-Paket hat, dann sieht man wie hier an dem T-Modell sind auch hier chromfarbene Zierleisten dann, die Außenspiegelkappen in Wagenfarbe und
Diese Zierleiste ist dann hier in so Aluminiumfarben. So, ich denke, außen haben wir jetzt schon mal jede Menge gesehen und wir konnten uns schon mal so einen ersten Eindruck verschaffen von beiden Modellen hier. Aber ich kann euch eins sagen, was noch eigentlich viel interessanter ist als das Äußere für mich persönlich, ist das Innenleben der neuen C-Klasse, weil das kann sich definitiv sehen lassen. Schauen wir mal rein. Das Interieur kann sich hier definitiv sehen lassen. Hier in der Farbe Sienna Braun ist übrigens eine neue Interieurfarbe. Sieht in Live nochmal wesentlich besser aus als auf der Kamera, kann ich euch versprechen. Bei dem Studiolicht hier ist immer schwierig, Farben richtig einzufangen. Das ist jetzt ein Echtleder-Interieur hier. Schön finde ich persönlich hier diese schwarz lackierten Leisten in der Tür. Oder auch hier, dass das hier so schwarz Hochglanz ist. Dann nochmal ein Switch zum T-Modell. Hier gibt es auch nochmal eine neue Interieurfarbe, die nennt sich Neva Grau. Auch sehr schön, wie ich finde. Sieht eigentlich schon fast weiß aus, kann man sagen. Hier sieht man auch nochmal unterschiedliche Optionen der Zierleiste zum Beispiel. Oder auch hier alles in schwarz Hochglanz. Und wenn wir jetzt nochmal rüber zur Limousine switchen, hier sehen wir dann eine andere Zierleiste. Sieht nochmal so ein bisschen optisch so leicht nach Carbon aus, ist jetzt hier in so einem Hochglanz. Das Allerwichtigste aber ist jetzt dieses neu gestaltete Interieur hier. Also was euch wahrscheinlich direkt ins Auge stechen wird, ist dieser riesengroße Monitor hier in der Mitte. Hier gibt es dann auch nochmal ein großes Display, aber das hier kennen wir dann auch schon so ähnlich aus der neuen S-Klasse. So ähnlich wurde es jetzt in der C-Klasse übernommen. Ist auch, wenn man mal schaut, leicht zum Fahrer geneigt. So, dann wählen wir uns einmal ein hier mit einem Pin. Und auch die neue C-Klasse hat das neue Lenkrad, welches man daran erkennt, dass das jetzt hier so 2 Streben hat. Also es ist nicht mehr ein Teil, sondern 2. Hier in schwarz Hochglanz und man kann gefühlt alles bedienen an diesem Lenkrad. Also man muss während der Fahrt eigentlich nichts mehr hier am Monitor machen. Und nicht nur das, denn auch die neue C-Klasse ist jetzt ausgestattet mit dem MBUX, Mercedes-Benz User Experience. Hier gibt es einen supergeilen Sprachassistenten und durch diese Sprachsteuerung lässt sich auch fast alles, was jetzt nichts mit Fahrassistenzsystem zu tun hat, steuern. Also sprich fast alles hier im Innenraum. Ich probiere das gerade mal. Hey Mercedes. Ja, bitte. Schließe das Dachrollo. Ich schließe das Rollo am Schiebedach. Das Ganze funktioniert selbstverständlich auch mit der Telefonie oder mit Sitzheizung, mit, ich weiß gar nicht, Fenstern. Hey Mercedes? Ja, bitte. Öffne das Seitenfenster. Alles klar, ich mache das Fenster auf. Und man muss keine vorgegebenen Kommandos mehr geben. Man kann ganz normal mit diesem System hier sprechen, wie hey, ... Ich sag's jetzt nicht, sonst reagiert's wieder. Mach's Dachrollo auf, öffne das Dachrollo oder ruf den und den an oder navigiere mich da und dahin. Also es gibt nicht mehr diese vorgegebenen Sätze, sondern das Fahrzeug versteht einen auch, wenn man sich ganz normal in seinem Sprachgebrauch ausdrückt. Wie warm ist es gerade in Madrid? Aktuell beträgt die Temperatur in Madrid 15 Grad. Es ist überwiegend bewölkt und es weht ein starker Wind aus Westen. Also dieses Auto kann einen sogar super präzise Wetterangaben machen und ist auch mit dem Internet verbunden. Das heißt, ich könnte jetzt vielleicht auch so Fragen stellen wie, hey Mercedes, wie groß ist der Eiffelturm? Das habe ich auf Wikipedia gefunden. Der Eiffelturm ist 324 Meter hoch. Das sorgt eben dafür, dass man sich komplett aufs Fahren konzentrieren kann. Man muss hier nichts mehr rumdrücken, weil viele sagen ja auch, ja, so ein Display lenkt ja voll ab von der Fahrt. Man soll ja auch nicht aufs Handy schauen und so weiter. Ist ja auch richtig, aber man muss gar nicht auf dieses Display hier bei der Fahrt schauen, denn man kann alles, so gut wie alles, mit der Sprachsteuerung hier steuern und wenn das nicht funktioniert, dann auch hier am Lenkrad noch.
Sehr schön finde ich auch das Design hier im digitalen Tacho. Und hier sieht man auch das Head-Up-Display. Da will ich jetzt nicht fokussieren. Das Fahrzeug projiziert sogar im Head-Up-Display Pfeile auf die Straße. Also das sieht aus, als ob in 3D da ein Pfeil auf der Straße sitzt und dir dann im quasi Navi-Modus anzeigt, in welche Straße du einbiegen sollst. Sehr schön finde ich auch die Ambiente-Beleuchtung. Endlich werden zum Beispiel auch hier die Luftdüsen mit beleuchtet. Das sieht im Dunkeln wirklich richtig, richtig schön aus. Alles sehr, sehr schön optisch gestaltet. Auch ganz cool, das zeige ich euch auch gerade noch mal eben, wenn ich hier auf diesen Button drücke, dann zeigt er mir hier ein 3D-Modell an von dem Fahrzeug. Hier seht ihr das Studio und ich könnte jetzt hier auch hin und her swipen und schauen. Also das sieht aus, als ob mich Kameras hier von außen filmen. Das sind natürlich die ganzen Kameras, die außen am Fahrzeug positioniert sind und so jetzt quasi ein Bild zusammengerechnet wird, als ob das Ganze eben von einer Kamera gefilmt wird, die irgendwie um das Auto hier herumfliegt. Das ist ziemlich cool, ist jetzt nichts Neues mehr, aber die Auflösung finde ich mittlerweile noch besser als bei vorherigen Modellen. Zoomen wir mal ein bisschen ran, auch das geht. Ja. Dann gibt es natürlich auch noch mal eine Sitzprobe hinten und wie gerade schon erwähnt, wurde das Fahrzeug etwas verlängert und auch hier das Dach ein bisschen erhöht, damit man hier wirklich angenehmer sitzen kann. Und ich habe gerade schon gesagt, als ich den Wagen das erste Mal gesehen habe, das könnte auch eine E-Klasse sein von der Größe her. Also es ist wirklich Beinfreiheit hat man hier definitiv. Kopffreiheit auch wirklich noch sehr, sehr viel. Also auch hinten kann man wirklich super angenehm und bequem sitzen. So, ich denke, das war schon mal so einiges hier für den ersten Eindruck der neuen C-Klasse. Mich würde natürlich wieder brennend interessieren, wie findet ihr die neue C-Klasse? Schreibt es gerne in die Kommentare. Welche Features findet ihr cool? Und wo sagt ihr vielleicht, finde ich nicht so cool? Schreibt gerne alles in die Kommentare. Ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Und vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Bis bald. Ciao.